Weiter geht's mit dem zweiten Teil mit Referenzen über privat beschaffte Westen und Chestricks im ISAF-Einsatz. Ja, heute jetzt der zweite Teil, der beim letzten Mal verschütt gegangen ist. Wir haben jetzt Firmen dabei wie Miltech, MMB, Saber, Stratagem, Techgear und Tasmanian Tiger. Und jetzt wünsche ich euch schon mal direkt viel Spaß. So, dann setzen wir das Video mal weiter fort. Jetzt nochmal der neue Ansatz. Und wir beginnen, wie schon angekündigt, mit der ersten Firma, und zwar Lindenhof Taktik. Da nur ein kurzer Abriss. Da habe ich euch ja schon vor kurzem das Split Front Chestrick vorgestellt. Jetzt einfach nur nochmal die beiden Hauptversionen, die wir uns da nochmal kurz angucken wollen, mit nochmal einem Referenzbild aus dem Katalog. Andere Referenzbilder hatte ich ja schon. Deswegen hier nochmal ganz kurz, weil das Bild hatte ich gar nicht mit reingenommen, weil es konnte man gar nicht so super erkennen, ob es jetzt die Split-Front-Version ist oder die durchgehende. Aber hier sehen wir auch schon ganz schön die Lindenhof-Taktiktaschen hier, Schultergurte oder vielleicht sogar das Rückenharnis, wenn es hier mit angebracht ist. Aber ich wollte euch dann nochmal hier im Speziellen damals den Katalog zeigen. Und zwar haben wir dann einmal hier tatsächlich das One Piece der zweiten Generation. Wer das Video sich nochmal angucken will, haue ich jetzt nochmal mit rein. Und hier eben nochmal das Split Front der zweiten Generation. Erste Generation hatte halt noch die fest vernähten Schultergurte und das andere Rückensystem hier jetzt gepolstert und eben abnehmbar und leichter ersetzbar durch das Rückenteil. Das waren halt eben auch die beiden Hauptversionen, die dann so privat beschafft wurden. Es gibt noch zur damaligen Zeit, also gerade im Bereich, ich weiß gar nicht, 2009, 2010, diese Version. Hier auch ein Foto von Foto BW. Kenne ich auch einige, die das genutzt haben. Gibt es in zwei Ausführungen. Und zwar haben wir jetzt hier wieder dieses ganz klassische Chestrick-Design. Hier hinten mit dem Kartenfach. Hier wurden jetzt noch MP7-Magazine hinter die Magazine gesteckt. Hier oben, das ist nochmal eine kleine Besonderheit. Normalerweise sind da die gleichen Schulterträger dran wie hier. Hier hat man jetzt aber einfach eben diese Brustplatte, die man noch modular dazu bauen konnte, hier zwischengeklippt zwischen dieser Version mit den fest angebrachten Magazintaschen. Hier haben wir dann auf beiden Seiten wieder die zwei Mehrzwecktaschen und hier vorne bei dieser Version 3 Magazintaschen. 4 Magazintaschen gab es aber auch mit 3. Gucken wir uns jetzt nochmal im Katalog an. Und zwar hier das Modell LT 570 und 571. 570 die Version mit den 3 Magazintaschen und eben 571 mit den 4 Magazintaschen, sind aber ansonsten baugleich und beide haben auch innerhalb der Truppe Verwendung gefunden. Da habe ich tatsächlich auch alle Farben gesehen, von Dreifarbflecktarn über Multicam wie hier, Beige oder Tan, Coyote, bis hin zu ja, Dreifarbflecktarn. War irgendwie alles vertreten. Ob sie sogar mal in Schwarz gab, weiß ich gar nicht. Aber so habe ich eigentlich die meisten Versionen irgendwie mal in der Truppe sehen können. Dann kommen wir zu Miltech. Hier die P83-Weste, habe ich vor kurzem ein kleines Referenzvideo zu gemacht, deswegen auch hier gar nicht mal so viel Information. Nochmal für euch eben Nachbau der südafrikanischen Pattern 83-Weste. War tatsächlich mehr oder weniger beliebt, also gibt schon einige Referenzfotos, ist nicht so selten wie andere Teile. Hier eben in Oliv getragen, das müsste auch irgendwie im Bereich 2004 sein im Afghanistan-Einsatz. Wir sehen darunter die Schutzweste Standard, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Hier sieht man auch so ein bisschen die Probleme bei dieser Weste. Die ist einfach oben drüber geworfen, hätte man vielleicht noch ein bisschen besser einstellen können, aber so wurden hier wahrscheinlich dann Magazine mitgeführt und dann einfach nur nochmal für den Rest, den man brauchte, die Weste getragen. Aber hier jetzt nochmal was Interessanteres, und zwar auch aus der KISOM Missions über den Afghanistan-Einsatz. Hier Nachbau des britischen Chest Webbings oder auch dem sogenannten Northern Ireland Rig. Also ist auch ein Chest Rig, was gerade für den Einsatz in Nordirland aufkam, wo die Patrouillen halt kleine Fußpatrouillen gemacht haben, primär aus ihrer Base operiert haben und dann hier eben nur ein bisschen Verpflegung, Wasser und eben Magazine mitgeführt werden mussten. Bei diesem Rig hier auf dem Foto bin ich ehrlich, ich kann nicht zu 100% sagen, dass es Miltech ist, weil ich die Miltech-Version nur kenne, wo hier oben die Funkgerätetasche fest vernäht ist. Hier haben wir es wie beim Original, die Druckknöpfe
um die Funkgerätetasche vom Originalsystem, also von dem britischen, quasi anbringen zu können. Ob Miltech die ganz früher einfach so mit kopiert hat, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, Ich meine, das mal gesehen zu haben, aber ich habe leider kein Original Miltech-Referenzbild mehr gefunden und auch so wurde keins verkauft, wo man das so sehen konnte. Wenn es jemand weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten, ja, das Original Chestrick in DPM hat auch bei der Truppe Verwendung gefunden, aber hier eben die Kopie von Miltech. Oder wäre sehr wahrscheinlich Miltech. Hier ein bisschen schlechteres Bild, auch Fallschirmjäger im Einsatz. Und zwar wird hier die Kopie von Miltech getragen und hier eben im Dreifarbflecktarn. Ich habe auch eins von den Dreifarbflecktarn Chestricks, die damals einer meiner Kameraden im Einsatz getragen, also schon bevor ich bei der Bundeswehr war, halt getragen hat. Das Ding ist komplett auseinandergefallen. Er hat es mir überlassen, wollte es eigentlich wegschmeißen. Da habe ich gedacht, okay, kann man vielleicht nochmal irgendwie gebrauchen. Vielleicht muss man das nochmal grob ja, übernähen lassen, die eine oder andere Stelle, und dann kann das nochmal funktionieren. Aber damals hat er halt gesagt, wollte nicht viel Geld ausgeben, die brauchten das für den Einsatz im MOLT, also Mobile Observation Liaison Team, hier wie auf den Fotos, viel aufgesessen auf Wölfen. Es wurde nicht viel im Gelände so rumgerödelt, sondern man hat sich primär auf der Plattform, also auf dem Fahrzeug bewegt und mit dem Fahrzeug bewegt. Und dafür war das Chestrick durchaus ausreichend, und ihm ist es erst danach kaputt gegangen, als es dann nochmal auf dem Übungsplatz durch ein Rahmensystem geschliffen hat. Ja. Hier nochmal ein anderes Bild, wo man das ebenfalls nochmal sieht, leider nicht so gut, aber hier kann man ein bisschen besser diese Funkgerätetasche erkennen. Hier im Bild auch von einem Fallschirmjäger, und zwar von dem Tungsten 74. Link habe ich nochmal rein, hat auch einen YouTube-Kanal, erzählt er über seine Erfahrungen im Einsatz. Und hier ist ein Bild aus seinem ersten Einsatz in Afghanistan, und zwar trägt er hier auch die Miltech-Version dieses Chestrick. Sehen wir auch ganz schön an der Flecktarnfarbe, das sehen wir auch gleich nochmal auf dem Produktbild. Hier oben auch diese fest angebrachte Funkgerätetasche. Ja, dazu noch einmal nochmal erwähnt hier, ne? Noch so den alten Tech Gear Smog. Genau, und hier, das ist eben das Chestrick, so wie man es tatsächlich auch heute noch kaufen kann. Hier sehen wir nochmal diese Tasche, die fest vernäht ist, und eben hier die beiden Mehrzwecktaschen, dieses Kartenfach. Ja, hat sich mit der Zeit immer ein bisschen geändert, auch vom Stoff her. Auch später Druckknöpfe gab es am Anfang nicht. Aber es ist halt auch schon so Ewigkeiten in der Produktion von Miltech. Also glaube ich schon, dass da ab und zu mal was geändert wurde. Damals im Recon-Katalog zu bekommen für 22,95 € ist natürlich für den einen oder anderen dann eine günstige Alternative, wenn man sich doch was privat beschaffen muss. Dann sind wir bei MMB, und zwar hier mit der MMB Tactical Assault Vest, also Nachbau der Blackhawk Assault Vest oder Eagle Assault Vest oder die 50.000 anderen Hersteller. Die haben aber eben verschiedene Farben hergestellt, unter anderem eben auch Dreifarbflecktarn und Fünffarbflecktarn. Es ist quasi ein 1:1 Nachbau, selbst mit diesem Shoulderpad, die kleinere Mehrzwecktasche, die größere, auch die Halterung für die Shotgun-Shells war mit dabei und eben die Magazintaschen. Sieht man jetzt nicht so häufig, ist tatsächlich eher selten, dass jemand sowas in der Form trägt. Aber hier nochmal ein Blick auf den gleichen Soldaten, die Seitenverstellung auch hier noch mit dem Cord, aber hinten auch, dass hier das BTS-System von Blackhawk quasi kopiert wurde und nicht die Version von Eagle mit dem Alice-System. Auch ganz spannend. Bei dem BTS-System konnte man tatsächlich auch mit so Adaptern aus dem Koppelsystem quasi arbeiten. Hier haben wir nochmal ein bisschen dichter dran. Hier eben die Klettfläche, wo sonst dann dieser Shotgun-Shell-Holder hinkommt. Genau eben vom MMB. Hier nochmal die Produktbilder dazu. Ja, hier sehen wir nochmal die ganzen Versionen, die hergestellt wurden. Tatsächlich habe ich die auch schon mal im 5-Farb-Flecktarn gesehen. Aber ansonsten so im Dienst. Ja, in Schwarz hätte ich mal eine Vermutung, dass einer die trägt auf einem Bild, aber da lässt sich halt tatsächlich sehr schwer sagen. Da muss die Qualität des Bildes schon stimmen, dass man da differenzieren kann, ob es Blackhawk ist oder MMB oder was auch immer. Ja, damals im Recon-Katalog zu bekommen für 69,50 €. Ja, hier sehen wir dann nochmal schön farblich ganz gut die Shotgun Shell Holder. Hier hinten auch nochmal das G36 Magazin drin, um zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Und dann kommen wir zur MMB Tactical Assault Vest, ein Nachbau der KHS CCG Weste. Hier sieht man das ganz schön an den Plastikverschlüssen. Das sind eben nicht die, die auch immer so bei Bundeswehrsachen genutzt werden. Haben wir gleich noch ein anderes Bild, wo man auch mal den Verschluss, die Leiterschnalle hier oben sieht, die so ein bisschen anders vorne ist.
Genau, hier eben in der Flecktarn-Version mit ja, JTAGs, der Luftlande-Aufklärer, meine ich, war das auch aus einem KISM Special Missions Afghanistan. Hier nochmal in der Frontansicht, hier nochmal das gute Stück zu sehen, auch vom Aufbau her hier besser zu erkennen. Und dann haben wir hier ein Bild aus dem Militärhistorischen Museum in Dresden, die Ausrüstung eines Soldaten, der die so tatsächlich im Einsatz getragen haben soll. Und hier haben wir eben nochmal die Leiterschnallen, die bei dem Original von KHS komplett rund sind. Und hier ist nochmal so eine kleine Einkerbung und dann kommt erst diese Rundung und eben hier auch diese Schnallen. Hier vorne noch ein G3 mit dem damals im Einsatz modifizierten Handschutz und diesem israelischen Frontgriff, den man zu einem als Zweibein ausklappen konnte. Genau, und hier drüben eben noch die Plane, Treue um Treue mit den Namen der 3 Gefallenen beim Karfreitagsgefecht. Die Fahne habe ich, oder der Fahne, wie auch immer man es bezeichnen will, die Plane, habe ich tatsächlich das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen, als ich daneben stand im Einsatz, als die Operation Halmasak quasi abgeschlossen war und die Sicherheitszellen beider Fahrzeuge des amerikanischen Modells und des Dingos aufgestellt wurden und da davor nochmal ein Bild gemacht wurden. Genau, hängt, weiß gar nicht, ob es jetzt noch aktuell im Militärhistorischen Museum in Dresden hängt, aber da ist hier auf jeden Fall die Aufnahme entstanden und da ist das damals hängen geblieben. Kann auch sein, dass im Zuge der Treue um Treue Geschichte da das weggenommen wurde, keine Ahnung. Falls jemand weiß, vor kurzem da war, schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch hier nochmal die Produktbilder von MMB. Hier sehen wir noch an der Seite die zugehörige Tasche. Und zwar ist das die Gasmasken-ABC-Schutzmaskentasche, die auch damals im Oliven-Koppeltragesystem quasi schon mit dabei war. Da wurde der Schnitt übernommen und die gab es auch später noch in Flecktarn und die war hier quasi als Molle-Version Teil. Und dann haben wir die MMB Special Forces West und hier der Nachbau oder ein Nachbau der KHS Interventionsweste. Hier eben die Version, vorhin hatten wir die, oder im letzten Video hatten wir die mit den beiden Feldflaschentaschen noch an der Seite, hier eben die mit der großen Rückentasche. Hier nochmal die Frontansicht, sieht man auch ganz gut von den Verschlüssen, dass das nicht das Modell von KHS ist. Hier aber eben ganz schön im Dreifarbwüstentarn. Ja, hier haben wir nochmal den Kameraden von vorhin mit seiner MMB Assault West. Hier das gute Stück, das Bild, was wir gerade hatten, da ist eine deutlich frühere Version von MMB, die ist optisch noch ein bisschen besser verarbeitet vom Material, also ist vielleicht besseres Material verwendet worden. Hier, das sieht schon wieder so sehr grenzwertig aus, so sehr günstig aus oder wie so eine Weste von so einer 1:6 Military-Figur, die es einmal gibt, die dann auch sehr detailliert sind, aber wo man halt eben sieht, dass es halt so ein kleiner Nachbau einfach ist. Wirkt halt einfach, ja, komisch. Hier nochmal die Rückansicht, hier sehen wir dann auch nochmal diese größere Tasche. Jetzt machen wir einen kurzen Abstecher zu Saber und zwar hier das Chestrick Modell Trooper. Die hatten ja 2 Versionen, einmal das Chestrick Special Forces, was tatsächlich bei den Kampfschimmern so eingeführt wurde und eben die Version Trooper. Unterscheidet sich quasi nur, dass die Trooper-Version 4 Doppelmagazintaschen hat und die Special Forces Version hier an der Stelle noch eine Funkgerätetasche hat. Hier eben die Ausführung Trooper. Hier ebenfalls wahrscheinlich nochmal das Modell Trooper, aber diesmal im Dreifarbflecktarn und wir sehen hier auch noch die beiden Handgranatentaschen, die an den Schultergurten aufgeschlauft werden. Hier die Bilder aus dem Katalog. Hier unten das Modell Spezialkräfte. Hier sehen wir nochmal die Funkgerätetasche. Und dann aber eben auch nochmal gleich die Version Trooper. Hier Feldflasche, Lucy, Zubehör, wie auch immer. Die Magazine haben noch ein paar Innenfächer drin für Kartenmaterial und eben hier für Schnellnebel oder eine Handgranate. Und hier haben wir nochmal ein Detailbild vom Trooper mit der zusätzlichen Magazintasche. War vor kurzem auch mal die Trooper-Version im holländischen DPM, meine ich, irgendwo zu Verkauf. Genau. Wer sich das angucken möchte hier, kann gerne nochmal mein Video sich dazu ansehen. Es geht Schlag auf Schlag. Wir sind bei der Firma Stratagem, auch nicht so häufig anzutreffen damals, aber eben einer der Player, die damals angefangen haben, in Flecktarn zu produzieren. Hier sehen wir die
Schultergurte. Hier oben den D-Ring müssen wir uns merken, ist nämlich auf beiden Seiten für die Brustplatte. Hier aber eben auch ausgerüstet mit Strata-G Magazintaschen. Das ist quasi ein Nachbau der Eagle Industries RRV, Rhodesian Recon Vest. Ich weiß tatsächlich nicht, wie Stratagem ihres genannt haben, vielleicht auch RRV. Ich habe auch mal angefragt, ob die noch alte Informationen haben zu der alten Produktlinie, war leider nichts zu bekommen. Und die haben auch den alten Katalog leider nicht mehr. Genau, und das war eben deren Chestrig, was sie in der Linie hatten. Die hatten auch den H-Harness Inflector, den habe ich tatsächlich noch. Und noch ein paar andere Sachen, auch so die MBAV nachgebaut. Aber hier eben die RRV. Sieht man nicht ganz so gut, aber jetzt hoffe ich hier, dass euch das ein bisschen hilft. Hier oben haben wir diese D-Ringe. Hier auf beiden Seiten hier die sehr breiten Schultergurte mit der Doppelreihe Pals, der breite Plastikverschluss und dann hier unten eben die Chestrig-Platte. War vor kurzem auch bei eBay Kleinanzeigen, da habe ich mir das Bild mal gemobst und ein bisschen ausgeschnitten den Hintergrund. Gehen wir nochmal zurück. Der D-Ring hier, Doppelreihe Molle, der breite Plastikverschluss. Und jetzt achten wir nochmal hier auf die Magazintaschen, die hier sehr eckig sind, spanische Verschlüsse. Auch da war letztens mal wieder eins in Kleinanzeigen und das haben wir nämlich hier mit den eckigen auch von Stratagem. Wir sind bei TechGear, wir hatten vorhin ja schon das Modell von Heim, jetzt gucken wir auf die andere Seite, und zwar hier das TechGear Chestrig Standard in Flecktarn, gab es später dann auch in 2 Versionen, die frühe Version mit den Koppel-Tragesystemaufnahmen und später quasi mit Palsschlaufen. Wurde auf jeden Fall beides genutzt. Hier haben wir nochmal die Version in Wüstentarn. Und gleich nochmal den gleichen Kameraden in der Seitenansicht. Zwar, wo man es hier nochmal sieht, oder sehr wahrscheinlich der gleiche Kamerad. Ja, hier nehme ich auch nochmal der Schnellnebel, den wir gerade auch schon gesehen haben, wie er da rausguckt. Genau, und hier eben die Version mit den Schlaufen. Hier hinten haben wir nochmal einen Fallschirmjäger, müsste das sein, auch mit dem Chestrig Standard in Wüstentarn. Hier noch der alte TechGear Smog mit dem Coyote Cordura Besatz. Schön zu sehen, und den Taschen, die voll Velcro sind. Ja, hier das Produktbild von TechGear. Hier ist sogar das Gute, hier sehen wir die KTS-Adapter und eben hier nochmal mit Palsschlaufen und die Version, die es gab, auch in so eher selteneren Tarnmustern. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man sowas auch mal in anderen Mustern bekommt. Sieht man ja nicht so häufig. Hier nochmal ein Bild aus dem Recon-Katalog, damals eben zu kaufen für 59,90 Euro. Wenn man da ein bisschen mehr Geld ausgeben wollte, war qualitativ auf jeden Fall deutlich besser als Miltech. Und zu guter Letzt sind wir beim tasmanischen Tiger, Tasmanian Tiger. Hier das TT MK1 Chestrig, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Wenn es funktioniert, haue ich es noch mit rein. Ansonsten hier nochmal, was ich anmerken wollte, hier ein schönes Cry Combat Shirt in Tan. Sehen wir auch schön das Kunststofflabel, also wahrscheinlich ein Original Cry oder was wir im Nachbauen das auch hatten. Hier hinten ist nochmal die Zigbee drin, genau, das alte TT MK1. Hier haben wir die Tasmanian Tiger Base Vest mal zu sehen, und zwar ist das so eine, also ja, wie eine Assault Vest quasi. Auch hier haben wir diese Schulterstopper für die Schulterstütze, ne, damit da ein bisschen mehr Grip ist. Und hier sehen wir eben PALS, bzw. das Tasmanian Tiger Attachment System. Die haben wir nochmal so eine kleine Zwischenschlaufe, so eine dünnere da drin. Und eben hier ausgestattet mit Tasmanian Tiger Halstaschen. Wo wir es gerade hatten, ne? TT MK2 Chestrig ist natürlich auch hier wieder zu sehen. Aber ich wollte ja hier mal eher auf die eher selteneren Stücke eingehen, deswegen so. Hier oben haben wir schon ATXS MK2 Chestrig. Welches genau das, ob MK1, MK2 ist schwer zu sagen. Aber hier sehen wir auch schon wieder die Dichte dieser Chestrigs. Hier vielleicht bei 3 Personen sofort zu erkennen, die nebeneinander stehen. Genau. Hier haben wir die Weste im Recon-Katalog für 79,95 Euro. Hier sehen wir auch nochmal die Seitenteile, wo die Länge nochmal, die Breite nochmal verstellt werden kann, und auch hier die Möglichkeit, noch einen Dienstgurt anzubringen. Hier nochmal die Kartenfächer, die damit zwischen sind. Genau, und eben hier noch Führung für Trinkschlauch etc. Also auch das konnte man sich als Kampfmittelweste aufbauen. Ja, hier nochmal die Tasmanian Tiger Ammunition Vest. Auch darüber habe ich schon ein Video gemacht. Hier eine ältere Version. Noch mit dem Klett und den älteren System, um die Taschen anzubringen.
wo dann einfach nur die Ösen sind, wo dann nochmal so ein Stab durchgesteckt wird und dann eben nochmal Zubehör angebracht werden kann. Ja, Military Police, ne? Personenschützer, hier hinten ist noch ein britischer Personenschützer mit dem HK53. Genau, hier unten nochmal ein KM2000 angebracht. Auch über die Weste, wie gesagt, schon ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. So, und jetzt habe ich euch nochmal einige Ausrüstungsgegenstände gezeigt, vor allem welche, die man ein bisschen seltener auf Referenzbildern sieht. Und hier noch zum Abschluss einmal der aktuelle Preis damals im Recon-Katalog 2008. Und zwar konnte man die Weste damals für schlappe 149,95 € kaufen. Gut, bei den Feldjägern, die waren ja sehr gut mit ausgerüstet. Ich glaube auch, dass da viel dezentral beschafft wurde. An sich auch eine ganz solide Weste. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.